Heute ist der echte Tag 25. So, was mache ich heute? Ich versuche die beiden Schläuche anzubauen. Dann noch unten hier die Kabel zwischen den beiden hinteren Fluxboxen zu verlegen. Das ist erstmal geplant, nicht viel, aber heute wird es wieder sehr heiß und vielleicht haue ich ab. Tja denn, mal gucken. Zuerst habe ich die Löcher für die Halterung der Wendschläuche und der beiden silbernen Dosen gebohrt. Auf der rechten Seite war es schwierig, das Loch zu bohren, da schon viele Kabel davor lagen. Besser diese Bohrung zuerst durchführen. Das Ende mit der Verschraubung habe ich mit Isolierband umwickelt, damit es fester auf der Schraube steckt, die von innen nach hinten durch den Halter führt. Ich wollte eine M10-Schraube für die linke Seite durchstecken, aber so weit kam ich nicht. Das Loch ist schon zu hoch, da hinten ist schon das Plastik vom Dach. Müsste leider wieder die eine Seite vom T-Panel lösen. Passte gerade noch eine M10-Mutter dahinter. Nach dem Abschneiden wollte doch die Mutter nicht auf das Gewinde passen. Ich stellte dann fest, dass der eine Kabelstrang zu kurz ist. Also musste ich leider nochmal alle 9 Kabel neu anfertigen. Den rechten Kabelstrang oben mit Isolierband umwickelt. Als nächstes habe ich die beiden Wendschläuche montiert und an den richtigen Stellen mit Isolierband umwickelt. Dann noch die gedruckten Teile für die grünen Röhren angepasst und die Endrohre aus 6 mm Kupferrohr gebogen. An der großen Zero-Box habe ich noch einen Anschluss versetzt. Ich hatte jetzt zuerst nach dem B-Car-Modell gebohrt, aber nun wollte ich doch lieber die A-Car-Anschlüsse.
Zum Schluss habe ich noch das dicke Kabel zwischen den hinteren Fluxboxen angebracht. Für die farbigen Kabel fehlten mir leider noch 5 Meter blaues Kabel. Die grünen Röhren sind nun auch fast fertig, also es fehlen noch ein bisschen Lackieren. Ich habe hier die Kupferrohre gebogen, die müssen noch silbern lackiert werden. Diese Muttern ebenfalls silbern und dann fehlen noch hier so kleine schmale Muttern. Und ich habe hier das Loch neu gesetzt, weil das Loch in der Mitte, das war beim B-Car war das so und beim A-Car sitzen die fast übereinander. Das heißt, ich musste das leider nochmal ändern. Das ist natürlich unschön, aber es geht ja nicht anders. Und dann habe ich hier den großen Wendschlauch angebracht. Mit dem Winkelstück da vorne. Und auf der anderen Seite ebenso den Wendschlauch. Mit Kabel, mit Tape umwickelt hier, mit farbigem Tape. Und da schon mal Löcher gebohrt für die beiden Pötte, die in die Mitte kommen. Habe hier noch die Kabel ändern müssen, weil die zu kurz waren. Die unteren. Muss ich nochmal neu machen. So, jetzt werde ich als nächstes nochmal die ganzen roten Anschlüsse, auch von dem anderen Schlauch hier vorne, die werde ich nochmal abnehmen und weiß lackieren, weil die in dem A-Car sind ja auch weiß. Das Ganze waren mal wieder 6 Stunden Arbeit. Bis zum nächsten Video. Euer Zeitmaschinenkonstrukteur Jens. Zum Schluss noch die Bilder des Tages.